Heute geht es wieder mal um die Leistung und darum checken wir Vergaser und ihren Durchzug. Es gibt ja wahnsinnig viel Vielfalt in der Welt der Vergaser und ich habe euch 3 ausgesucht, die noch einen Puch Maxi montieren können. Der seriöse Originalo von Swing Revival, der getarnte Wolf im Schafspelz von Swing Genius oder der 28er Monster Vergaser von Polini. Und jetzt checken wir mal, welcher von denen wirklich etwas kann. Und bei uns im Shop findest du auch für diesen Muffen den richtigen Vergaser. Aber was ist eigentlich der Job von so einem Vergaser? Ein Standardvergaser trifft Treibstoff und Luft aufeinander. Je nach verbauter Düse wird dort das Luft-Treibstoff-Verhältnis bestimmt. Zusammen mit dem Durchmesser vom Vergaser ist das entscheidend für die Leistungsentfaltung von deinem Motor. Aber nur einfach den grössten Vergaser montieren funktioniert natürlich nicht. Es muss immer auf dein Setup stimmen. Zum Verstehen, was wo Sinn macht, checken wir jetzt mal die originale Perlen ab. Die seriöse Originalo von Swing Revival. Hier verbaue ich jetzt einen 12er Bing-Vergaser, original mit 52er Düse, 20er Anschluss für Luftfilter und Ansaugstütze. 12er Vergaser heisst in dem Sinne nur, dass der Durchmesser vom Durchlass 12 mm groß ist. Entsprechend hätten wir hier den Swing 12er Vergaser. Originalen Nachbau, Swing Revival, 12 mm Durchlass. So ein SRE-Vergaser könnt ihr natürlich mit diversen Luftfiltern fahren. Im Standard ist eine 52er Düse verbaut. Würdet ihr hier jetzt einen offenen Luftfilter verbauen, gäbe es mehr Luft und ihr müsstet mit der Düse rauf. Der 12er SRE-Vergaser ist aber der brave Schüler. Der Lauf der funktioniert perfekt, aber wir müssen kein Wunder bei der Leistung erwarten. Wenn ihr Bock auf mehr Leistung habt, könnt ihr auf einen tarnten Swing-Vergaser. Die tarnte ist Wolf im Schafspelz von Swing Genius. Hier gibt es in 15er und 17er Version für richtig mehr Leistung. In der tarnten Variante handelt es sich ebenfalls um einen SRE-SRF-Vergaser. Und ihr seht es auch an der Optik, das Ding ist nahezu baugleich. Ihr seht, der hat viel größeren Durchlass mit 17 mm, aber die Tarnung bleibt natürlich mit dem 12er Stempel direkt erhalten. Wenn ihr jetzt Mofa umbauen auf einen getarnten 17er Vergaser, muss natürlich auch der Rest anpassen. Das heisst, einen größeren Luftfilter, einen anderen Ansaugstutzen gibt es bei uns im Shop. Und natürlich muss auch der Rest vom Setup darauf abgestimmt sein. Mit dem 17er Swing Genius haben wir natürlich enorm viel mehr Durchsatz. Das Ding sieht aber original aus. Ist also für alle etwas, was gerne originalgetreu haben, aber ein bisschen mehr Leistung brauchen. Im Vergleich zu der 52er Düse vom Originalen hat der eine 74er Düse mit ordentlich mehr Durchsatz drin. Auch hier, abstimmen ist alles. Der 28er Monster Vergaser von Polini. Wenn ihr jetzt natürlich ein heftiges Racing-Setup drauf habt, dann müsst ihr natürlich grösser gehen. Wie zum Beispiel ein 21er Polini. Ihr seht, das ist natürlich ganz ein anderes Setup. Grosse Zylinder, Membranilass, komplett andere Ansaugstutzen. Da sind wir fernab von Tarnung. Bei dem 21er Vergaser haben wir natürlich auch das erste Mal mehr wie eine Düse zum Einstellen. Also da spielt er schon ein bisschen in der oberen Liga. Auch luftfiltertechnisch ist da natürlich nicht mehr mit Standard. Grosse Luftfilter, viel Luft, viel Gemisch, viel Leistung. Und wenn das nicht genug ist, kann natürlich eine Königsklasse aufsteigen. 28er Polini Vergaser. Den traue mich nicht einmal aufmachen, sonst komme ich einen Anschiss vom Hundedienst. Das ist kein Alltagsteil mehr, das ist purer Motorsport. Mit einer 118er Düse sauft das Ding aber auch mehr wie ein betrunkener Oktoberfest. Was für dich und dein Setup richtig ist, musst du selber entscheiden. Ob es ein 12er Original ist, 15 oder 17er Kompromiss getarnt, aber richtig Bums, oder Motorsport, 21 oder 28 mm Polini. Das ist deine Entscheidung. Jedoch, ich sage es wieder, Abstimmung ist A und so. Wenn ihr Leistung rausholen wollt, abstimmen, düsen, fahren, das Wichtigste überhaupt.